Wollt ihr meine Nakamas sein und mit mir auf die Reise gehen? Dann kommt mit! Ha. Hallo liebe Leute, heute zeige ich euch meine ganzen Sammlungen, die ich so habe. Alles, was sich um Anime-Figuren dreht. Und deshalb fangen wir hier an in meiner Figurensammelecke. In diesem Schrank sind meine teuersten Figuren. So, dann fangen wir mal mit der obersten Etage an. Das ist von My Little Pony, Friendship is Magic. Dann fangen wir einmal mit Miku Hatsune an. Von ihr gibt es diese Extra-Version, wie sie aussehen würde, wenn sie ein Pony wäre. Also die Figur ist praktisch inspiriert von My Little Pony. Da wollte ich mir das auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Also Miku Hatsune ist ja so oder so richtig hübsch. Und als dann die Version rauskam, inspiriert von My Little Pony, wollte ich das unbedingt haben. Dann als nächstes Fluttershy. Sie ist eher so ein schüchternes Pony, was mit Tieren spricht. Aber wenn sie mal schlecht gelaunt ist, dann kann sie auch zum Hulk werden. Richtig süß. So, und dann kommen wir zur Königin Celestia. Sie ist eine liebevolle, ja so mütterliche Herrscherin. Und ich finde diese Figur, boah, die sieht so schön aus, ne? So sieht sie als Pony aus. Aber das Kleid, das ist wirklich einfach nur wunderschön. Vor allem richtig cool, diese Seiten hier, die aussehen wie Flügel, weil sie ja auch in der Serie halt Flügel hat. Dann hier auch zwei meiner Lieblingscharaktere. Einmal Applejack. Sie ist praktisch so ein Bauernmädchen. Sie lebt und arbeitet mit ihrer Familie auf einer Farm. So sieht sie als Pony aus. Genau, sie ist sehr bodenständig und auch hilfsbereit. Ja, generell sind ja alle von denen sehr hilfsbereit. Das hier ist Rarity. Sie ist eine Schneiderin und sie zieht sich gerne ladylike an. Hier ist ihr Aussehen auf jeden Fall sehr wichtig. Aber wenn jemand Hilfe braucht, dann ist sie sich auch nicht zu schade, irgendwie mal etwas von ihrer Mähne abzuschneiden, um jemandem zu helfen. Also da gab es auf jeden Fall mal eine Folge, wo so ein Drache frustriert war, weil er irgendwie nur ein Schnurrbart hatte und dann hat sie einfach mal von ihrer Haarpracht was abgeschnitten, um ihm zu helfen, damit er sich halt besser fühlt. So, und dann kommen wir zur untersten Etage. Hier fangen wir an mit Sailor Moon. Das ist eines meiner Lieblingsfiguren. Also ich finde auch generell, dass das eines der schönsten Figuren ist von Sailor Moon. Wie sie hier auf dem Mond sitzt mit ihrem Silberkristall. Richtig schön auch eingefärbt, richtig detailliert. Sogar hier auf ihrem Sitz hat das richtig viele kleine Details. Hier noch ein paar schöne Sterne. Dahinter ist so ein kleiner Button, den ich mal auf einer Convention geholt habe. Und da ist so ein Set, das ich noch nicht geöffnet habe. Da ist der erste Manga von der Art Edition drin. Mit einer besonderen Figur, aber ich habe den noch nicht ausgepackt. Dann kommt hier Naruto. Die beiden Figuren sind aus der Naruto Girls Reihe. Temari und Sakura Haruno. Ich finde, Temari ist richtig gut gelungen. Also sie ist einer der schönsten Figuren von der Naruto Girls Reihe. Die Sakura-Figur fand ich auch ganz cool. Also eigentlich bin ich nicht so der Fan von Sakura. Ich finde sie okay. Also später ja. Früher fand ich sie assi. Als sie noch Kinder waren und sie so gemein zu Naruto war. Ja, aber die Figur fand ich halt sehr schön. Was ich auf jeden Fall noch gerne hätte, war Ino Yamanaka, die Figur.
Leider konnte ich mir die Ino-Figur nicht holen. Ich habe das sogar mitbekommen, als diese Vorbestellungsphase war, ne? Also ich hätte mir das holen können, aber ich hatte in dem Zeitpunkt einfach kein Geld. Ich musste einen Monat warten und nach einem Monat war alles ausverkauft. Alle Shops, alles einfach weg. Ich habe mich so geärgert, weil Ino ist auch eines meiner Lieblingsfiguren. Und hier hinten ist Supergirl, auch von dem Hersteller Kotobukiya. Richtig schön. Also ich habe ja auch ein paar Figuren von DC Universe. Vor allem Supergirl, Batgirl und Wonder Woman finde ich richtig cool. Hier kann man noch mal ein bisschen besser das Gesicht sehen. Dann kommt Vivi. Sie und Nico Robin sind meine absoluten Lieblingscharaktere von One Piece. Also ich will auf jeden Fall auch irgendwann noch eine schöne Nico Robin Figur haben. Und diese Figur fand ich am schönsten von Vivi. Ja, und dahinter ist von Boku no Hero Academia Oshaku oder Raka. Also die fand ich auch mega süß und richtig cool. Auch, dass das halt so glänzend ist. Weil im Anime ist der Anzug ja auch elastisch. Da finde ich das richtig cool, dass das so glänzend lackiert wurde. So, und so viel zu meiner Vitrine. Ich liebe diese Serie, die hat mir damals so geholfen, durch eine schwierige Phase in meinem Leben durchzugehen. Und damals eine Freundin von mir hat halt My Little Pony geguckt und sie meinte, boah, guck das auch, das ist so toll, das ist so schön. Und ich dachte mir so, hä, das ist doch so Cartoon, ist doch mehr für Kinder. Ich glaube nicht, dass mir das Freude bringen würde irgendwie oder Spaß machen würde, das zu schauen. Und das war halt so harmonisch einfach, ne, so entspannend und ruhig und dann halt immer mit so einem Message, wie Freundschaften sind, was es für Probleme in Freundschaften gibt, wie man das lösen kann. Und das war einfach nur so harmonisch und liebevoll und das war echt so Balsam für die Seele. Deswegen bedeutet mir das halt richtig viel und da habe ich mir deswegen ja meine liebsten Ponys geholt. So, und über dieser Vitrine, weil ich halt Platzmangel habe, sind hier ein paar Naruto-Figuren von Vibration Stars, Hinata Hyuga und Sakura Haruno. Und dahinter sind ein paar Kuposket-Figuren. Da oben habe ich auch noch ein paar Sailor Moon-Figuren, aber wie schon gesagt, leider kein Platz, die auszupacken. Und hier habe ich so 3 Vitrinen übereinander gestapelt. Und hier oben sind Sailor Moon Figuren aus der Reihe Glitter and Glamours. Ich liebe diese Figuren, ich liebe sie einfach nur. Endlich gibt es solche größeren Figuren, die schön detailliert sind, aber die immer noch so im Anime-Stil sind. Wisst ihr, wie ich meine? Also die älteren Figuren sind ja meistens irgendwie nicht so schön gewesen oder halt nicht so detailliert. Ja, und dahinter, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da ist von Naruto, das ist so eine Special-Figur mit Naruto als Kind und Naruto als Hokage. Dann ab zur zweiten Etage. Kann ich jetzt leider sehr schlecht rausholen. Da sind Kuposket-Figuren, ganz hinten Bunny und Chibiusa in Schuluniform und Prinzessin Serenity. Das ist die erste Prinzessin Serenity Kuposket-Figur, die rauskam. Ist auch schon ein bisschen älter. Und dann die Super Sailor Moon Kuposket-Figuren. Also die Glitter- und Glamours-Figuren haben die gleichen Posen wie die hier. Also es wurde sich an den hier orientiert. So, und dann geht es zur letzten Etage. Und hier sind auch wieder Sailor Moon Kuposket-Figuren. Das ist die Prinzessinnenreihe. Und da hinten ist wieder eine Prinzessin Serenity, eine Prinzessin Chibiusa, Prinz Endymion, was ich auch cool finde. Also ab der Kollektion haben die auch ja, an Mamoru gedacht. Dann geht es weiter ins Wohnzimmer. Oben in der ersten Reihe, da haben wir Tanjiro und Nezuko-chan. Und ja, Aria Grande Parfüms. Ich habe eine Zeit lang von ihr Parfüms gesammelt und ich mochte die früher. Mittlerweile mag ich die nicht mehr so. Aber die Parfüms sind richtig cool. Näher komme ich leider nicht dran. Ich bin nur 1,64 Meter und der Wandschrank ist 2 Meter hoch. Dann kommen wir zur zweiten Etage.
Wonder Woman, Supergirl, Batman und Superman als Q-Posket-Figuren. Ich bin richtig, richtig happy, dass ich noch an eine Wonder Woman und eine Supergirl-Figur gekommen bin. Also ich habe mir die auch aus Amerika bestellt. Ich habe auf jeden Fall sehr lange recherchiert und gegoogelt und da hatte ich wirklich noch Glück, dass ich beide bei eBay noch gefunden habe. Dann habe ich hier zwei ganz besondere Barbie-Puppen, also zwei Barbie-Versionen. Einmal von Mera und von Wonder Woman, inspiriert von den Kinofilmen von Aquaman und Wonder Woman. Da haben die sich an den Schauspielerinnen orientiert. Da ganz oben in der ersten Etage ist sogar noch eine zweite Wonder Woman. Da gab es genau 2 Stück, die ich bei eBay gefunden hatte und ich habe mir direkt beide geholt gehabt. So, und darunter habe ich hier ein paar Boku no Hero Academia Figuren von der Break-Time-Reihe, wo die alle eine Pause einlegen. Richtig hübsch, die sind so schön. So, und dann in der unteren Etage, aus Platzmangel ist hier Boku no Hero Academia und Detektiv Conan gemischt, alles Q-Posket-Figuren. Ja, das war's dann eigentlich. Und noch ein Ariana Grande Parfüm. So, und jetzt zu einem kleinen ernsten Thema. Und zwar fragen mich ja immer mehr Leute, warum ich eine Maske trage. Das hat den Grund, ich war vor 3 Jahren noch Cosplayerin, war 1 Jahr auf Instagram gewesen. Also ich war vor 4 Jahren für 1 Jahr auf Instagram und hatte angefangen, meine Cosplay-Bilder zu teilen. Ich hatte Cosplay mit 18 angefangen, also ich habe das jahrelang gemacht. Aber geteilt habe ich das nicht wirklich. Ich weiß nicht, ob euch die Seite Animex was sagt. Das ist eine recht alte Seite. Das war so, das gab es vor Instagram, da konnte man ein bisschen Bilder teilen, aber da hat man vielleicht ein bisschen Kommentare bekommen, aber das war nur so im deutschsprachigen Raum gewesen. Instagram hat natürlich eine viel größere Reichweite, ist ja praktisch die ganze Welt. Vorher habe ich mich für Instagram nie so interessiert gehabt. Es war tatsächlich eine Freundin, die Cosplayerin ist, die damit angefangen hat. Und also auch recht spät und halt vor 4 Jahren und meinte, dass das halt richtig Spaß macht und so. Man kriegt da Likes, Kommentare, macht einen so richtig stolz, wenn man schöne Bilder macht oder so oder das gut umgesetzt hat. Und dann habe ich halt auch damit angefangen. Und das lief tatsächlich richtig gut. Also innerhalb eines Jahres hatte ich beinahe 5000 Follower gehabt. Und ich habe schon davon geträumt, dass ich vielleicht irgendwelche Werbedeals machen könnte oder Sponsoren finden könnte damit, dass ich halt so mein Hobby zum Beruf mache. Mir war das halt immer wichtig, dass ich das so seriös mache. Also ich habe genau die Kostüme angehabt, die halt auch wirklich die Originalcharaktere angezogen hatten und halt auch Posen gemacht, die Originalcharaktere machen würden. Also nicht so in Richtung Freizügigkeit und sowas. Also meine Cosplays waren nicht freizügig. Das eine oder andere war vielleicht ein bisschen figurbetonter, so, ne, aber halt nicht freizügig. Und ja, da gab es halt so einiges, was ich halt nach einer Zeit bei Instagram nicht so mochte oder was mir nicht so gefiel, und im Privaten gab es halt auch noch so ein paar Gründe, weswegen ich so am Hin- und Herschwanken war, wegen Cosplay, wie lange ich das mache, wann ich damit aufhören sollte und so. Ja, und das war dann so gewesen, dass irgendjemand meine ganzen Bilder runtergeladen hat, dann einen Fake-Account erstellt hat mit demselben Namen wie mein, nur dass da halt noch ein Unterstrich dabei war. Also das heißt, wenn die Leute nach mir gegoogelt haben, haben die direkt beide Seiten angezeigt bekommen. Und die Person hat halt die Bilder von mir halt bei sich auf die Seite gepackt, also die gepostet und dann einen fetten Link gepostet zu OnlyFans. Ja, und das war so das, was mich irgendwie so ein bisschen psychisch fertig gemacht hat. Also ich habe da wirklich wochenlang, irgendwie 2, 3 Wochen oder so, immer wieder fast jeden Tag gepostet, ob die Leute darum gebeten, dass die halt
das melden. Ich habe es auch gemeldet, aber es ist nichts passiert. Also da haben mir wirklich viele Leute geholfen, gemeldet bis zum Abwinken, aber es ist halt nichts passiert. Instagram hat nichts gemacht und genau, das hat mich psychisch irgendwie fertig gemacht, weil ich mag OnlyFans nicht. Ich will damit auch nichts zu tun haben. Das ist so gegen meine Würde als Frau gegangen. Und da habe ich mich dann halt richtig krass psychisch angegriffen gefühlt. Und deswegen traue ich mich irgendwie nicht ohne Maske Videos zu machen, weil ich so ein bisschen halt Angst habe, dass jemand meine Bilder verwenden könnte. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft irgendwann mal die Maske weglasse. Also ausschließen würde ich es nicht, aber ich will da auch keine falschen Hoffnungen machen. Also ich weiß es nicht. Zurzeit fühle ich mich auf jeden Fall mit Maske wohler. Und wieso mache ich dann YouTube? Wieso zeige ich dann trotzdem so mein Gesicht? Wieso mache ich nicht YouTube-Videos komplett ohne Gesicht? Das liegt daran, weil ich irgendwo denke, dass man besser so einen Bezug aufbauen kann, wenn man sich schon zeigt. Und aber andererseits will ich halt mein Gesicht halt so ein bisschen verstecken, sage ich jetzt mal. Und ich habe hier auch so Masken an, die halt so Gitter haben, wenn ihr das sehen könnt. Also ich kriege richtig gut Luft damit und gleichzeitig kann man auch so ein bisschen Mimik sehen. Ich dachte mir, das ist eine gute Zwischenlösung. Ich kriege einerseits gut Luft und einerseits könnt ihr so ein bisschen halt sehen, wenn ich ja irgendwie lache oder rede. Also ich hoffe natürlich, dass das jetzt nicht so ein großes Manko ist, dass nur weil ich eine Maske trage, ihr meine Videos deswegen schlecht findet. Mit YouTube wollte ich tatsächlich sogar schon anfangen, seitdem ich in diese Cosplay-Szene kam, also so mit 19 oder so. Ich wollte früher immer so Comedy-Sketche machen mit Cosplay, aber ich habe nie Leute dazu gefunden, die Lust darauf hätten oder sich trauen würden, sich zum Affen zu machen. Genau, und ich habe irgendwie ständig so einen Clown bei mir im Kopf, der immer wieder rauskommen möchte. Aber so im Alltag muss ich den immer so unterdrücken, so auf der Arbeit oder sonst wo, um nicht komisch zu wirken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und deswegen möchte ich halt gerne so ein bisschen was Öffentliches machen, weil ich halt ja damit halt vielleicht Leute anziehen kann, die halt so meinen Humor mögen oder vielleicht denselben Humor haben. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, und was ich halt auch cool finde, ich meine, mit der Zeit, jetzt mache ich ja halt kein Cosplay mehr und ich gehe deswegen nicht mehr so auf viele Conventions. Die einzige Convention, die ich gehe, ist Dokumi. Vielleicht würde ich noch mal an die Magic gehen, aber das war es dann halt. Und ja, meine Freunde wohnen halt alle so ein bisschen weiter entfernt. Man sieht sich halt eigentlich nur so auf Conventions. Und ich finde halt, YouTube ist so ein cooles Medium, wo ich halt ja, mit anderen Nerds, sage ich jetzt mal so, meine Lieben teilen kann, weil ich habe im Alltag einfach nicht so wirklich Leute, mit denen ich das halt teilen kann, so. Und genau, das ist halt auch so ein Grund, weswegen ich YouTube mache. Das ist halt schöner, wenn man nicht alleine mit dem Hobby ist, ne? Wenn es halt Leute gibt, mit denen man das einfach teilen kann. So, und das war meine krasse Backstory, wieso ich eine Maske trage. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu sehr schockiert, weil jetzt kennt ihr eine andere Seite von mir. So Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Kommentar, einem Like. Und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Es ist sogar kostenlos. Ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!